So, heute gibt's meinen Graupentopf. Ich habe mir noch die restlichen Dinger kaputt geschnitten. Und was hier auch mal immer scheiße ist, werd hier mal krank im LKW. Krieg mal plötzlich Fieber oder was, kannst nicht mal mehr fahren, fährst alles zu Klump, voll im Fieberwahn und alles mögliche. Hängst du da, kannst nicht zum Onkel Doktor und so. Kannst auch nicht nach Hause, bist ja 500 Kilometer weit weg. Man ist ja immer 500 Kilometer weit weg von zu Hause. Oder brichst dir, ich fast gesagt, knickst mit dem Fuß um, kannst nicht mal mehr gehen, außer noch den rechten, kannst du nicht mal mehr fahren. Und so und hängst du irgendwo am Arsch der Ewigkeit und kannst nichts mehr. Gerade jetzt bei uns, alles mitten in der Nacht. Kannst nicht mal zum Onkel Doktor, kannst irgendwie bloß einen Krankenwagen rufen anscheinend oder was weiß ich. Ich habe mir da bis jetzt noch keine Gedanken drum machen müssen. Für sowas gibt es DocStop. Die Nummer blende ich hier unten jetzt mal ein. Und das sind Ärzte, die sich bereit erklärt haben, Fernfahrer bevorzugt an die Reihe zu nehmen. Da gibt es dann auch LKW-Parkplätze in der Nähe, um die Ecke, irgendwie sowas. Und dass man dann auch in aller Regel auch wieder weiterfahren kann. Also, das ist schon alles scheiße. Du brauchst ja bloß Durchfall kriegen. Wo willst du denn hin? Ihr habt es ja gesehen im ersten Teil, wo ich gestanden habe. Da kannst du ja nur in den Wald scheißen. Was willst du denn machen? Ich könnte mich vielleicht noch auf meinen Eimer hier setzen. Ja, das könnte ich vielleicht noch machen. Danach könnte ich ihn entsorgen oder so, weil dann brauche ich ihn auch nicht mehr hier drin haben. Dann würde ich auch das Kotzen kriegen. Aber das ist doch scheiße. Ist doch scheiße. Da ich ja nun eine XL-Pause habe, jetzt auch mal wieder Zeit, die Speicherkarte leer zu machen. Da sind auch 9 von 10 Dingern drauf. Mehr als 10 speichert er ja nicht. Das ist doch hier auch schon wieder lebensgefährlich hier mit der Scheiße. Die parken den ganzen Beschleunigungsstreifen. Aha, das nennen wir lebensgefährlich. Ah, Leute, die Zeit geht nicht rum. Ich stehe hier schon 16 Stunden rum. 16 Stunden rum. 16 Stunden rum. Und die Zeit, die geht nicht rum. Ich krieg sie nicht tot. Ich werde mich jetzt noch mal hinlegen. 3-4 Stündchen. Dann fahre ich ja auch bloß von 6 bis 13 Uhr. Tja, und dann geht's ja wieder eine Pause, ne? Um daraufhin dann wann habe ich jetzt? 0 Uhr. Um daraufhin um 0 Uhr wieder loszufahren. Also, und dann fährst du die Nacht wieder durch. Das ist ein Hin und Her, das macht einen dermaßen fertig. Aber so ist es nun mal. Irgendwann kannst du gar nicht mehr schlafen. Ich hatte eben auch schon den Motor laufen. 20 Minuten. Weil, ne? Ich muss ja noch 6 Stunden durchhalten und ich will ja, dass der Karren morgen anspringt und ich will ja auch, dass meine Standheizung weiterläuft. Ich will ja nicht erfrieren, weil wir haben es nur 8 Grad. Grad 8 haben wir es. Und nee, dankeschön. Man muss halt mal laufen gelassen werden, der Karren, ne? Aber das kommt nun mal davon. Jetzt stehe ich hier so lange rum, habe da ewig lange Pausen und alles nur, weil sie die blöde Tour storniert haben. Warum auch immer. Vielleicht nicht die Ware zusammengekriegt oder so. Vielleicht haben sie auch einfach nur irgendwas umgeschmissen, die Disponenten. Die Disponenten sind ja die Leute, die im Büro dann die ganzen LKW steuern. Und ach übrigens, möchte ich das auch mal sagen, es heißt LKW. Ein LKW, 2 LKW. Ein Lastkraftwagen, 2 Lastkraftwagen. Und wenn man LKWs sagt, dann ist das einfach falsch. Ab und zu rutscht es mir auch mal raus. Aber trotzdem, LKWs ist kein Deutsch. Das ist Bullshit. Oder sagt ihr auch Lastkraftwagens? Guck mal, 2 Lastkraftwagens. Manche sagen auch Wägen. Wieso rede ich jetzt über LKW? Achso, ja, weil ich Fernfahrer bin. Also, er hat mir jetzt den Strom abgedreht. Weil er meint, er müsse Strom sparen. Steckdosen sind tot. Die kriege ich jetzt nicht mehr an. Verbraucherabschaltung aktiv. Aber die Standheizung lief noch, so schlimm war es wohl doch noch nicht. Ich habe ja jetzt auch 21 Stunden rum. Gerade aufgestanden, die 4 Stunden, 3-mal wach geworden. Das kannst du vergessen. Es war einfach zu früh zum Schlafen, man ist ja noch nicht müde. Oder wenn ihr morgens um 6 Uhr aufsteht, legt ihr euch um 15 Uhr auch schon wieder hin. Nein, geht einfach nicht. Es geht einfach nicht, man kann es vergessen. Naja, jetzt fahre ich bis um 13 Uhr
Dann muss ich mich wieder hinlegen, damit ich um 0 Uhr wieder fit bin und die Nacht durchfahre. Voll der Scheiß. Ich glaube, meine Kamera hat's hinter sich. Ich soll die SIM-Karte einsetzen. Die Karte ist doch drin. Ich weiß gar nicht, was du für ein Problem hast. Das ist die zweite Karte. Die erste geht auch nicht. Tja, erledigt. Die ist im Arsch. Sieht ganz schön dunkel aus, da wo die Kamera hängt. Scheiße. Hier, der LKW vor mir fährt jetzt nur 80. Ich habe den Abstandstempomaten aus, unten links, wo der Kreis ist. Da kann man sehen. Ich bin jetzt 37 Meter dran, ich drücke den jetzt wieder an, nach der will abfahren. Und schon bremst der LKW automatisch, ich mache nichts. Jetzt mache ich ihn wieder aus, weil der LKW sonst viel zu lange bremst. Der würde und wieder Gas geben. Cool, ne? Da fragt da jemand, ob ich nicht eine Freundin hätte. Was sie dazu sagt, dass ich die ganze Woche auf Achse bin, so ungefähr. Hallo? Nee, ich habe keine Freundin. Und wo ich dann dachte, das Thema ist erledigt, da fragt die, ja, aber du hast doch Bedürfnisse als Mann. Wie machst du denn das? Da habe ich gedacht, hallo? Was will die denn jetzt hören? Wenn es ein die ist, gehe ich mal von aus. Ein Kerl wird ja, glaube ich, gar nicht so dämlich fragen. Was glaubt denn die? Jeder Trucker hält an bei den Nutten oder was und lässt sich da einen verpulen oder wie oder was oder wo? Also ich bin im ganzen Leben noch nicht mal im Puff gewesen oder was? Ich gebe da auch kein Geld für aus. Wer bin ich denn? Sehe ich ja gar nicht ein. Mein Geld ist mir viel zu schade für sowas. Stecke ich lieber, siehst du ja, in kaputte Kameras oder so. Ne? Oder in teure Canon-Dinger und in Dell-Laptops. Ich kaufe mir lieber was Richtiges als zweimal billigen Scheiß. Wie komme ich denn jetzt da drauf? Wegen Geld, genau. Also nein, ich vögele nicht in der Weltgeschichte rum. Also Bedürfnisse. Ich bin am Kaffee kochen. Die Enthüllungsplattform Wikileaks hat Informationen. 6:30 kann man ruhig mal ein Käffchen saufen. Da steht fest. Ich wollte euch mal gerade zeigen, dass LKW-Tachos geeicht sind. Das stimmt mit dem Navi überein. 0 km/h fahre ich, siehst du? Und 0 km/h zeigt das Navi an. Ja, wenn LKW-Tachos mal nicht geeicht sind. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Ich fahre 77 laut Tempomat und laut Navi 76. 75. Naja, so viel dazu. Bei einem PKW zeigt er gerne mal 10 km/h Unterschied an. Also von daher, das ist ein Unterschied, ne? Also hier darfst du gar nichts, wo ich jetzt angekommen bin, hier in Leipzig. Wer sich auskennt, der kennt die amerikanische Firma hier. 10 km/h auf dem Hof, flächendeckend Kameras, Filmen verboten, 1000 Spielregeln. Also 10 km/h können auch beim Langsamfahren bei einer kurzen Strecke ganz schön lang werden. Habe auch direkt einen Anschluss gekriegt. Stand da 10 Minuten in der Reihe, kam er schon an. Hier, kannst ja nicht parken. Ich sag, ich habe um 8 Uhr Termin. Das war 7:35 Uhr, ne? Wie soll ich denn losfahren? Das ist hier mitten in der Stadt. Soll ich mich draußen auf diese 4-spurige Straße stellen und warten, dass es 8 Uhr wird oder was? Oder soll ich riskieren, dass ich zu spät bin? Also das ist auch, soll's auch im runden Raum in der Ecke kacken, echt. Meine Fresse. Und dann, ja, wie du hier stehst. Ja, wie soll ich denn stehen, ne? Da war vorher ein 12-Tonner vor mir. Der ist weggefahren. Da war eine Lücke da, ist ja klar. Ein 12-Tonner ist halt kürzer als ein ganzer Sattel- oder Gliederzug. Ja, also... Auf die A14 in Richtung Dresden. Ja. Aber ich will ja nicht nur meckern. Das ist die einzige Firma, wo man Kaffee umsonst kriegt. Such sowas mal in Deutschland. Die sind alle viel zu geizig. Das interessiert die alle gar nicht. Du musst ja schon betteln, wenn du auf Toilette willst. Also von daher. Es gibt sogar Firmen, da darfst du nicht mal auf Toilette. Sowas gibt's auch. Sollst du gar nicht glauben, dass es sowas gibt. So ist es aber. Da steht klipp und klar angeschlagen, dürfen hier nicht auf Toilette. Fertig. Ja, dann stehst du da wie eine Ölgötze. Kannst dir eine Hose scheißen oder was. Wenn sie wenigstens einen Dixie auf den Parkplatz stellen würden, nö. Ich kenne so eine Firma nicht, aber ich habe auf Facebook in den LKW-Gruppen das zu Genüge gesehen, dass sowas gibt. Und das ist traurig. Das ist einfach nur traurig. Da siehst du, was du als Fahrer wert bist. Nichts. Ein Haufen Scheiße bist du wert.
Also es gibt so manchen Hund, der hat es besser als wir. Das steht fest. Komm, jetzt filme ich mal, wie ich auf der Autobahn fahre. Dann können meine Hater wieder schreiben. Unverantwortlich, du Rüpel, während der Fahrt filmen, mit dem Handy in der Hand. Nee, ist kein Handy, ist eine Kamera. Und ich glaube nicht, dass Kameras in der Hand verboten sind. Wäre mir neu. Da muss erstmal eine Gesetzeslage geschaffen werden. Man darf ja auch mit einem Atlas auf dem Lenkrad fahren. Man darf ja auch was zu essen machen, sich auf dem Lenkrad. Das ist ja alles nicht verboten. Genauso wie die Raucher am Steuer da rauchen, ob PKW oder was, ist das scheißegal. Das ist dasselbe. Das ist nicht verboten. Man darf es. Es gibt halt keine, auch leider mit dem Laptop hier in der Mitte draufstehend. Da gibt es auch keine Gesetzesgrundlage. Es darf die Sicht nicht versperren. Ob es das natürlich tut, das ist vielleicht noch eine Sache. Darauf können sie es vielleicht dann noch festmachen. Aber ansonsten hast du da auch keine Chance. Oh, er hat rüber geguckt, wie ich am Filmen bin. Komm, dann will ich mal filmen. Ah, jetzt davon. Hinten sind sie am... Der guckt da auch ganz sparsam. Mit der Kamera in der Scheibe, da wird es angeglotzt wie so ein Auto. Nur nicht so schnell. Und ich möchte noch sagen, die beiden Pförtner eben, die vorne gesessen haben, der eine, der mich angeschissen hat und die andere Tante da drin, die haben natürlich beide die Zähne nicht auseinandergekriegt und beide die Fresse da oben. Und beide auch kein bisschen mal gelächelt oder was, gar nichts. Aber auf der anderen Seite vom Gebäude, da wo ich dann laden musste, da war es dann in Ordnung. Die waren freundlich, die waren nett, da war alles gut. Und ich durfte auf Toilette. Hey! Meine Kamera geht wieder. Ist das nicht schön? Ausgepustet den Kartenschlitz. 2, 3 Mal, 4, 5 Mal eigentlich eher gesagt aufs Armaturenbrett gekloppt. Und jetzt geht es erstmal wieder. Also wenn es sich überlegt, kaputt gehen zu wollen, dann habe ich mir überlegt, ich mache mal Fenster zu, dann raucht das doch nicht so laut. Habe ich mir eigentlich überlegt, dann sollte es bald machen, weil ich glaube, da ist noch bis kurz vor Dezember Garantie drauf. Aber naja. Was ich auch noch interessant finde, je nachdem... Oh, halt doch die Fresse da oben! Du sammelst die ganze Zeit schon da rein. Keiner kann dich verstehen. Was ich die ganze Zeit schon interessant finde, diese Bäume, die sind hier schon total rot. Also hier ist der Herbst richtig angekommen, während bei uns die Bäume noch so wie hier aussehen. Das passt ja gerade ganz perfekt. Ja, und das ist auch im Frühjahr so. Da steigst du bei uns zu Hause, steigst du ein, alles kahl, nichts los, dann fährst du runter in den Süden nach Bayern oder was und plötzlich sind die Bäume grün. Einen Tag später hast du plötzlich grüne Bäume da, hast du plötzlich den Herbst da. Also das ist auch so eine Zauberei. Also es ist, Deutschland ist nicht überein, ist einfach so. Es eine neue Theologie geben kann, dann muss dieser Erfahrung des Abgrundes unserer Existenz gerecht werden. Besser. Oh, ich sehe nichts mehr. Ich wollte euch noch meinen FM-Transmitter zeigen, den habe ich hier unten drin liegen. Stecke ich da rein. Hier, Speicherkarte ist da drin. Mit Musik. Stecke ich in eine Steckdose, das ist hier drumherum, weil diese Feder hier so stramm ist, dass dieses Ding sich automatisch da wieder rausschiebt aus der Steckdose. Also reingesteckt. Und dann geht er an. Und dann geht. Warum geht er nicht an? Ist jetzt alles. Doch, der geht doch an. Und dann gehe ich auf die Frequenz, die ich da eingespeichert habe. Aha, anscheinend nicht die. Hier 108,0. Immer so die am Anfang und am Ende von den Frequenzen. Und wenn es die nicht ist, dann schalte ich einen um auf 87,5, weil manchmal ist auch bei den, je nachdem wo du in Deutschland bist, ist da dann manchmal Rauschen drauf und so. Ja. Aber meistens kommst du auf 108,0 am besten klar. Ein Hörbuch habe ich da gerade drin. Wenn es rauszieht, ist natürlich wieder Rauschen. Deutschlandfunk. Der demokratischen Wende. Halbe Stunde Pause. Und bei so einer halben Stunde Pause, da kann man ruhig mal den Wasserkocher auch ohne Motor laufen lassen. Nicht, dass ich mir wieder anhören muss, hier Straßenverkehrsordnung, Paragraph, hast du nicht gesehen, unnützes Laufen lassen der Motoren. Ne? So wie es bei Video 1 der Fall ist. Weil ich da die Luft pumpe, weil ich danach am Wochenende und so weiter und so weiter. Was ist das hier für ein runder Fleck? Weil da immer meine heiße Kaffeetasse steht? Das ist interessant. Das sieht man auf dem Video. In Wirklichkeit kann man das gar nicht so richtig sehen. Naja. Vielleicht sind das ja
Hier UFO-Landekreise, weißt du? Ich habe hier UFOs drin.